Moin Moin, hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde. Wir befinden uns heute in Hamburg. Hinter mir direkt sieht man bereits schon die wunderschöne Binnenalster. Aber wir sind natürlich nicht ohne Grund hier. Wir haben die große Ehre bekommen, von Playa Games, der Firma hinter Shakes & Fidget, eingeladen worden zu sein. Und wir werden uns heute gemeinsam den Alltag der Mitarbeiter anschauen. Wir werden den Geschäftsführer Thorsten ein paar interessante Fragen stellen und vieles mehr. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. So, dann wollen wir mal schauen, ob Thorsten gerade für uns Zeit hat. Ja? Mal gucken, wo ist er denn? Hallo? Hey, Max, komm rein. Moin. Tag Thorsten, vielen lieben Dank, dass es endlich geklappt hat und dass du dir die Zeit für uns nimmst, heute Sehr gern. uns durch die Firma begleitest und ja, ein bisschen Zeit eingeräumt hast für ein paar Fragen, Interview. Ist klar. Dann nur noch erstmal Platz. Ja, vielen lieben Dank. Thorsten, vielen lieben Dank, dass du heute die Zeit für uns genommen hast, um ein paar Fragen zu beantworten. Erstmal kurz zu dir, zu deiner Person. Wer bist du überhaupt und was machst du bei Playa Games? Wofür bist du speziell verantwortlich? Ja, mein Name ist Thorsten Roman. Ich bin seit 2010 bei Playa Games. Also jetzt schon weit über 10 Jahre. Zu Beginn habe ich mich sehr viel um das Marketing gekümmert und später kam halt sehr viel mehr die Produktion dazu. Und Ende 2020 habe ich dann hier eben als alleiniger Geschäftsführer praktisch die Leitung des Studios eben komplett übernommen. Ist deiner Meinung nach der aktuelle Entwicklungsstand von Shakes & Fidget zufriedenstellend oder kann man das an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen ausbauen? Und wie siehst du die Zukunft, um das Spiel weiterhin am Leben zu erhalten? Also zufrieden sind wir eigentlich fast nie mit den Sachen. Egal, ob es nun sehr gut funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat. Und wir sind im Moment sehr intensiv in der Phase, dass wir uns überlegen, wie können wir denn eigentlich das, was wir produzieren und entwickeln, auch der Community näher halt bringen. Und was machen wir für die Zukunft? Ja, das Spiel ist letztes Jahr praktisch 15 Jahre alt geworden. Das ist schon echt eine lange Zeit. Und wir versuchen halt, dieses Spiel auch für die nächsten 10 Jahre, für die nächsten 10 und 15 Jahre auch weiterzuentwickeln. Und dafür machen wir uns gerade eben sehr viel Gedanken dazu, wie wir das auch aufstellen. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Gerade mit den letzten Updates von den UI/UX-Update, was ja jetzt nun nicht unbedingt sehr positiv in der Community angekommen ist, war es trotzdem ein wichtiger Grundbaustein, um halt eben weiterhin kommende Features auf diesen Spielstand zu integrieren und um halt eben langfristig weiterhin darauf aufbauen zu können. Ne? Ja, also gerade wenn man sich das letzte Jahr dann halt anschaut und gerade welche Updates wir letztes Jahr gemacht haben. Man muss halt immer bedenken, okay, hier ist ein Team gewachsen, das aus dem Jahr 2021 langsam größer geworden ist. Und auch das, was wir eben intern machen wollen, musste sich halt Stück für Stück anpassen. Und dieser Anpassungsprozess, das haben wir letztes Jahr eben ganz stark gemerkt, ist halt in eine Richtung gefahren, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben versucht, auch die Community mitzunehmen. Ich glaube, das haben wir noch nicht so geschafft, wie wir es eigentlich machen können. Und da werden wir eben mehr Augenmerk drauf legen. Schön. Max, magst du mal kurz auch mit nach vorne kommen? Ich weiß nicht, wer alles Max kennt. Wahrscheinlich kennt ihr ihn, wenn dann nur den Namen auch Dorsa. Warum ist er heute hier? Es geht darum, dass Max demnächst das 2000. Video für Shakes & Fidget hat. Und deswegen eben heute hier. Und durch, wie der Zufall will, haben wir heute halt unsere Runde einmal hier. Und ich habe praktisch so einen Wahlspruch praktisch hier eben reingenommen. Und wovon sich ein paar Dinge halt auch ableiten halt sollen. Und Max ist in dem Sinne ein wunderbares Beispiel, was natürlich aus der Shakes & Fidget Community entstanden halt ist. Und ich weiß nicht genau, vielleicht kannst wir haben das überhaupt nicht vorher besprochen oder irgendwas. Aber vielleicht ist jetzt total spontan. Vielleicht magst du von deiner Seite aus sagen, seit wann spielst du eigentlich Shakes & Fidget? Da habe ich letzte Woche gerade erst nachgeschaut, weil ich jetzt
momentan gerade Stufe 700 bin, jetzt in dem Moment gerade. Und dann hatte ich mal geguckt gehabt, seit wann ich eigentlich spiele. Und das ist März oder April 2014 aktiv jeden Tag. Also du hast die 10 Jahre voll. Ja. Und seit wann machst du Videos? Also YouTube-Videos generell Ja. mache ich schon seit 2011, 2012. Angefangen mit Shakes and Fidget hatte ich jetzt vor 6 Jahren aktiv und das jetzt eigentlich fast daily. Fast jeden Tag drehst du So ein Video für. Deswegen kommt man jetzt auf die Summe von 2000, ja. Wow. Ey, ich kann dir noch mal kurz Respekt davor. Jetzt. Worum mir es halt geht, Max, ist halt ein wunderbares Beispiel dafür, was so aus einem Spiel halt entstehen kann und wofür und warum wir eben auch gerade hier intern praktisch die ganze Arbeit halt machen. Also ich meine, wir können da draußen immer irgendwelche Texte lesen, wo Leute sich beschweren und sonst wie weiter. Aber es ist ja ein Riesenteil da, die sich mega darüber freuen, dass sie diese Sache, dieses Spiel halt Jahre spielen und wirklich sehr viel Zeit halt nehmen, um damit zu interagieren, zu spielen, zu streamen und so weiter und so fort. Und seitdem wir natürlich auch unser Content Creator Programm haben, ist es halt so, dass wir ja uns praktisch noch näher halt stehen. Und deswegen aber auch eben einmal heute unseren Gast halt hier. Wie siehst du Shakes and Fidget eigentlich als ursprüngliches Browser-Game auf dem aktuellen Gaming-Markt? Und wie wichtig ist das weitere Marketing, um Aufmerksamkeit auch weiterhin auf das Spiel zu bringen? Also Shakes and Fidget ist sehr speziell und das ist auch super so, weil wir haben mit dem Spiel einfach eben eine gewisse Nische gefunden, wo auch praktisch keine anderen Spiele eben so reinkommen oder reinkommen werden. Weil der Aufwand dessen, den wir über die Jahre erbracht haben, diese ganzen handgemalten Grafiken und so weiter, das wird kein anderer einfach jetzt, auch gerade heutzutage, mehr versuchen. Ja, und gerade wenn es dann um das Marketing geht, Shakes and Fidget ist immer noch in der Lage, neue Spieler ins Spiel zu bekommen. Und das ist nicht bei vielen Spielen so. Und deswegen ist das Marketing und die gesamte Drumherum, was wir in den letzten Jahren gestaltet haben, auch mit den Influencern, mit den Creatoren und so weiter, ist super wichtig geworden. Was macht die Arbeitskultur bei Playa Games aus und wie wird dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter inspiriert und auch motiviert bleiben? Ja, also das war uns und ist uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Gerade nachdem wir den Wandel eben hatten, hier ab 2021, also vor praktisch ungefähr 4 Jahren, haben wir gesagt, okay, das war ja noch am Ende der Corona-Zeit, wo ich schon so war, zum ersten Mal alle sind im Homeoffice. Auch wir haben das gemacht, aber wir haben gesagt, hey, wenn dieses Team größer wird, dann muss ich dieses Team halt kennen. Wir können nicht sagen, wir haben neue Mitarbeiter und du hast sie noch nie gesehen. Zwar ist es möglich, jemanden über Video zu kennen, aber über Video bleibt immer noch ein Rest übrig, die Person hat noch nie vor mir gestanden. So, und deswegen tun wir eben sehr viel, dass die Mitarbeiter gerne und auch freiwillig ins Büro halt kommen. Und im Vergleich zu den anderen Gaming-Studios haben wir auch eine sehr, sehr hohe Anwesenheit im Büro. Also bei anderen ist es so, die haben es in Anführungsstrichen fast schon aufgegeben, dass die Leute freiwillig ins Büro kommen. Da entsteht irgendein Zwang, den ich nur für bedingt sinnvoll halte. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine offene Homeoffice-Regelung. Das heißt, du kannst entweder sagen, du kommst vermehrt ins Büro und hast einen festen Arbeitsplatz hier, oder du bist vermehrt im Homeoffice aufgrund deiner Lebenssituation, Familie, Kinder oder warum auch immer und kommst halt nur 1 bis 2 Tage im Büro. Und was noch echt ungewöhnlich für ein Gaming-Studio ist, wir sind tatsächlich intern alle deutschsprachig. Und das im ersten Augenblick denkt man vielleicht gar nicht drüber nach, aber wenn ich hier die anderen Studios in Hamburg halt sehe, alle Studios, die, ich sag mal, etwas größer sind, da ist intern wird immer Englisch gesprochen. Also wir haben einige Benefits, wo wir gesagt haben, das sind immer wieder Punkte, die einen oder anderen motivieren, dann ins Büro zu kommen. So, jetzt kommen wir zu jemandem, der früher auch Content Creator war von Shakes and Fidget und auch leidenschaftlicher Shakes and Fidget Spieler ist. Den sollte vielleicht der ein oder andere von euch noch kennen. Und zwar ist das der gute Derafin. Grüß dich, grüß dich. Moin, Dotzi, grüß dich. Alles Hi. gut bei dir? Ja, alles gut, bestens. Schön. Bei dir auch? Ja, du hast ja früher auch viel Shakes and Fidget gespielt, spielst es ja heute auch immer noch. Ne? Jetzt arbeitest du selbst hier bei Playa Games. Wie ist jetzt hier so dein Aufgabenbereich?
Ja, im Endeffekt mache ich das, was ich vorher auch schon zum Teil gerne gemacht habe, nämlich mir Sachen, Aspekte vom Spiel ganz genau angucken und halt gucken, wo Fehler sind, das Spiel an bestimmten Punkten, wo uns Sachen gemeldet werden, analysieren. Oder zum Beispiel mir halt neue Features, die die Spieler noch nicht haben, die in Zukunft kommen, anzuschauen und da halt hinzugucken, wo eventuell noch Fehler sind, wo man drüber stolpern könnte und da dann halt die Entwickler darauf hinzuweisen, dass das noch gelöst wird, bevor das dann als Update released wird. Sehr spannend. Du bist ja also quasi im Qualitätsmanagement hier tätig, richtig? Und mich würde es mal interessieren, wie bist du von der Position als Creator und Spieler selbst jetzt zu Playa gekommen? Per Zufall oder hast du dich gemeldet oder wie ist das Ganze entstanden? Also es war so ein halber Zufall. Dadurch, dass ich halt sehr aktiv war in der Community oder eigentlich immer noch bin und halt entsprechend auch im Official-Kanal hin und wieder mal zu Gast war, kam der liebe Florian, Playa Florian, vielleicht kennt den der eine oder andere dann auch schon, aber ist mal auf Twitch über den Namen gestolpert oder so, durch die Twitch-Chats gegeistert und gemeint so, hey, übrigens, ja, wir suchen hier da jetzt nur noch eigentlich Leute und dann habe ich mir das mal angeguckt, was die suchen und dann dachte ich mir so, das wäre eigentlich was, das könnte dir ganz gut liegen. Und dann habe ich mich einfach mal auf gut Glück beworben und dann hat es gepasst und dann bin ich hier gewesen. Sehr cool. Und dir gefällt das hier? Sehr. Schön. Ja. Wie gestaltet sich so dein Alltag, wenn du hier einen groben Umriss mal geben würdest? Wo startest du? Wie ist so dein Ablauf? Ja, man kommt halt ins Büro, man guckt erstmal in die Mails, in die Chats, so was ist an Katastrophen passiert. In den meisten Fällen zum Glück nichts. Und dann, ja, man startet halt irgendwie den Tag, man guckt so, was ist zu tun. Dann gibt es ein Daily Meeting, da spricht man sich mit den Kollegen ab, was sind die Themen des Tages, wo muss man ein bisschen mehr Augenmerk legen, wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Ja, und dann geht's los. Irgendwann ist Mittag, dann wird was gefuttert, gestärkt für den Rest des Tages und dann geht's weiter mit dem Tag und irgendwann ist Feierabend. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ey, freut mich mega, dass du hier auch Spaß hast. Es freut mich sehr, dass jemand aus der Community das dann auch wirklich zu Playa geschafft hatte und dann hier halt eben auch sein Bestes gibt, weil es ist sehr wertvoll, dass Leute, die schon jahrelange Erfahrung haben, dann auch hier im Team dann mitwirken können und dann halt eben zur Verbesserung des Spiels beitragen. Dera, vielen lieben Dank für das kurze Interview. Ja, Gerne, gerne. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag. Dankeschön. Dir auch. Also ich muss sagen, es herrscht hier wirklich eine sehr schöne Atmosphäre in den gesamten Bürokomplex hier von Playa Games und man fühlt sich hier auf jeden Fall sehr wohl. Was war der größte Meilenstein in der Geschichte von Shakes & Fidget und wie hat er sich auf das Unternehmen dahinter ausgewirkt? Also ich glaube, es ist echt schwer zu sagen, ne? Es gab diese eine Sache. Also diese eine Sache müsste dann theoretisch gewesen sein, dass wir Shakes & Fidget gemacht haben. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wenn man sich die Geschichte der Spielzeit anguckt, dann war es zu Beginn eben eine ganz wichtige Sache, die passiert ist. Wir sind sehr, sehr früh auf Android und iOS rausgekommen. Das heißt, wir hatten schon in 2011 so eine Art App. Ne? Da war der App Store gerade ein Jahr alt und das Spiel war cross-Plattform. Was bedeutet, über die Jahre hat es immer weiter abgenommen, dass wir überhaupt im Browser Werbung machen konnten, aber neue Spieler kamen über die mobilen Endgeräte halt rein. Deswegen sind hier dieses deutsche Phänomen von Browser-Games, das ist ja etwas, was ganz viel nur aus Deutschland gekommen ist, sind halt deswegen viel kleiner geworden und gibt es teilweise auch gar nicht mehr. Und das hat eben Shakes & Fidget eben einfach die Möglichkeit gegeben, wesentlich leichter über die Zeit halt auch da zu sein und zu bestehen. Und später haben es halt ganz viele eben kopiert, weil wir eben schon nicht so ein klassisches Browser-Game waren. Wir waren halt immer fast schon wie so ein Client-Game, weil du es eben deinen Charakter auf verschiedenen Devices halt spielen konntest. Und das war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Baustein. Und Jahre später ist es so, das war dann im Jahr 2015, da haben wir im Team zum ersten Mal an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen etwas wesentlich Größeres noch in das Spiel wieder implementieren, zu sagen, das kann nicht das Ende des Spiels gewesen sein. Und damals haben wir die Festung zum Beispiel halt rausgebracht. Welche neuen Features oder Entwicklungen können Spieler in Zukunft erwarten? Worauf liegt bei euch momentan gerade so der Fokus? Ja, also die Erwartungshaltung, die wir uns selber auch eben gegeben haben für dieses Jahr, ist, dass wir weniger kleinere Sachen machen und uns mehr darauf konzentrieren, wieder in dem Sinne wirklich Content für das Spiel zu bringen. Also bleibenden Content im Spiel. Da sind so Namen, die man dann in dem Sinne schon mal so droppen kann, wie die Schatzsuche. Ist ein Feature, wo wir intern schon gearbeitet haben. Aber das ist noch weit von dem Punkt halt, dass wir da Näheres drüber sagen können. Aber es sind halt
Dinge, wo wir halt wissen, okay, daran lohnt es sich aus unserer Sicht wirklich zu arbeiten und wir werden uns da auch eben Feedback von der Community einholen. War das jetzt ein kleiner Leak gewesen? So ein bisschen. So, Thorsten, das wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn du mir noch mal einmal das Office zeigen würdest. Ihr habt ja hier 3 Ebenen. Ja, sehr gern. Also wir starten ja hier oben im 9. Stock. Und das sind halt praktisch die Büroräume, die wir schon seit 2011 halt haben. Und hier oben sitzt deswegen auch zum größten Teil das Shakes Fidget Team. Das heißt, wir haben hier die Projektplanung, da haben wir das Frontend, hier haben wir das Game Design. Ja. Und wie man sieht, wir haben uns halt hier oben in den Büroräumen möglichst viel darum gekümmert, dass die nicht zu groß sind, dass aber einzelne Teams trotzdem zusammensitzen können. Ja. Und das war der Fokus halt von diesen Räumlichkeiten. Und wenn wir hier noch um die Ecke halt kommen, Ja, sehr gerne. dann kommen wir hier praktisch Boah, ins... das ist aber auch richtig cozy hier gemacht, ne? Ja, hier ist es halt der Bereich, das war früher mal unsere Küche. Wir haben hier schon eben so ein bisschen gedacht, hey, wir wollen die Shakes & Fidget Taverne so ein bisschen nachbauen. Ja. Da ist dann praktisch diese etwas loungige praktisch Küche halt entstanden. Was ich wirklich sehr, sehr schön finde, sind überall hier diese Hintergrundwände wirklich. Das habt ihr ja auf jeder Ebene hier. Ja. Und das gibt wirklich nochmal so den Gefühl, als ob man hier selbst auch in dem Spiel so drin ist. Ne? Ja, vor allen Dingen ist es halt so, die Dinge haben ja auch eine Funktion. Das heißt, hier hinter haben wir Schallabsorber. Ach so. Und deswegen hängen die halt hier überall, dass wir gesagt haben, hey, wir können die Wände halt gestalten und haben tatsächlich noch eine Funktion dahinter. Und dann merkt man, dass das auch die ganzen Räume, die Büros halt der Schall gedämpft wird. Das ist natürlich tatsächlich noch doppelt so schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Aussicht hier wirklich überall, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so auf Kamera, aber das ist ja wirklich aus fast jedem Büro, sag ich mal, hat man hier, wenn man arbeitet, halt eine sehr schöne Aussicht Hier auf oben auf die Binnenalster. ist Ne? die Aussicht echt ganz nett. Ja. Wollen wir dann immer runter in den Ja. nächsten Stock? Sehr gerne. Ist das eigentlich so, dass die ganzen Ebenen hier so thematisch aufgeteilt sind? Oder ist das... Also wie gesagt, hier oben ist es ja so, dass es die Büroräume sind, die wir am längsten halt haben, die wir schon seit 13, 14 Jahren halt haben, der 9. Stock. Und deswegen sitzt hier größtenteils auch das Shakes & Fidget Team. Ja, und jetzt haben wir ja eine Etage tiefer in den 8. Stock. Und im 8. Stock ist es halt so, der ist im Jahr 2020 halt dazu gekommen. So, Jetzt sind wir auf der mittleren Ebene, ne? genau, jetzt sind wir im 8. Stock. Wie gesagt, das kam halt im Jahr 2020 dazu. Und hier ist es so, dass wir eben Meetingraum halt haben. Wir haben hier unsere, nebenan, das sieht man nicht so schlecht, so teilweise solche Sammelboxennetze hier immer. Da kann man sich auch mal zu zweit halt reinsetzen und dadurch ein Meeting halt haben. Und wenn wir jetzt einmal den Gang auch hier wieder runter gehen, so dass wir hier größtenteils eben die Service Departments haben. Ach so. Ja, das heißt, wir haben hier eben Community Management, die QA und teilweise eben weiteres Community Management. Und auch im Grunde hier haben wir natürlich auch eine Küche, die sieht aber zum Beispiel ganz anders aus, weil Ja. wir die Küche, Ach, hier waren wir noch gar nicht. Ja, weil wir die Küche haben wir zum Beispiel von demjenigen, die es vorher eingebaut hatten, übernommen. Deswegen sieht es hier noch ja. so wenig nach Shakes & Fidget halt aus. Sieht komplett anders aus. Ja. Ist nett, aber sieht halt eben so ein bisschen anders halt aus. Ja. Und das ist praktisch der 8. Stock, wo wir eben auch eine große Terrasse haben. Bei dem Wetter macht es jetzt nicht so viel Laune, da rauszugehen. Aber da haben wir halt auch schon mal unser Sommerfest gefeiert. Also im Endeffekt, das ist halt der 8. Stock und jetzt kommen wir halt runter in den 7. Stock. Seit wann habt ihr den 7. Stock jetzt schon? Der ist so 2021 dazugekommen. Bis 2022 hat es gedauert, bis der Ausbau fertig halt war. Und da gehen wir jetzt einfach runter. Ja. Okay, wir sind jetzt auf der letzten Ebene hier, beziehungsweise auf der untersten Ebene. Genau, im 7. Stock sind wir. Und hier ist es halt so, dass wir einen Teil des Büros eben auch haben und ein anderer Teil noch an anderen Studios halt sind. Das heißt, wir haben hier von New Moon ein Studio, was auch zur Sylphen-Gruppe gehört, wo Playa Games auch dazu gehört. Haben hier praktisch den Empfang und haben hier halt eben auch das Büro von unserer neuen Produktion Mobile Dungeon. Ja. Und kommen im Endeffekt die sind hier dann halt, drin, Genau. Ja. Und im Endeffekt kommen wir dann jetzt auch in die Küche. Und
die Idee dieser Küche war halt, dass wir einen Ort eben schaffen, weil wir eben auf 3 Etagen verteilt sind. Also, dass wir praktisch einen Ort haben, wo wir uns alle noch treffen können. Weil hätten wir jetzt immer eine Küche auf dem 9., auf dem 8. und 7. gehabt, die immer so klein gewesen wären, würde sich das Team gar nicht mehr treffen. Und deswegen war viel die Idee, dass überhaupt eine Möglichkeit besteht, dass sich alle während der Mittagszeit eben treffen können. Ja. Und deswegen haben wir es auch hier so eingerichtet. Das mittags ist ja dann hier wesentlich mehr los und dass die Leute sich hier selber etwas zu essen zubereiten können und das stellen wir halt zur Verfügung. Ja, und dass es dann eben mehr diesen Meeting Point halt gibt. Ja, also das sieht auf jeden Fall auch sehr gemütlich aus hier. Man hat hier wieder das Gefühl, als ob man wieder direkt in der Taverne drin sitzt. Ne? Und vor allen Dingen auch sehr, sehr schön, dass man hier auch so eine offene Küche hat. Ne? Da kann man, denke ich mal, viel mitmachen. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr schön finde, ist, dass ihr halt eben euer gesamtes Essen und Trinken halt eben schon zur Verfügung gestellt habt. Genau, Ne? das war ja auch viel die Idee. Ich meine, wir sind hier in Hamburg in der City und natürlich haben wir ganz viele Sachen auch drumherum, wo man sich Essen besorgen kann, aber das kostet halt auch echt viel Geld. Und deswegen war viel die Idee zu sagen, hey, bestimmt haben die Leute auch mal Bock, sich hier auch was zu essen zu holen. Aber für die meiste Zeit, die man hier ist, hat man Gerichte und da gibt es mittlerweile sehr viele Sachen, die dann halt eher in die Richtung vegan, bio und so weiter sind. Dass wir gesagt haben, dass wir gesundes Essen zur Verfügung stellen. Und und wenn jemand Bock hat, sich doch wieder eher einen Döner und eine Pizza zu holen, kann das jeder natürlich machen. Ja. Aber das ist nur das, was wir da nicht zur Verfügung stellen. Aber so kann einfach jeder hier sich x-beliebige Sachen raussuchen bei der großen Auswahl und das ist natürlich auch sehr schön. Ja, das denke ich mal ist auch so ein Grund, dass die Mitarbeiter hier halt eben, ne? Wie sagt man? Gerne, im Endeffekt kommen sie deswegen auch. Es gibt immer wieder unterschiedliche Gründe, warum jemand sagt, hey, deswegen komme ich 1-2 Tage mehr ins Büro. Und das sollte es halt sein, ne? Dass es möglichst wenig Gründe gibt, eben nicht ins Büro zu kommen, weil es eben teuer ist, sich jeden Tag was zu essen zu kaufen. Also es wird halt so eine Atmosphäre, finde ich, so erschaffen, als ob man sich so zu Hause fühlt, so ein Stück weit auch, ne? Ja, ne? Ist, wie wir schon mal drüber gesprochen haben, das ist halt so ein bisschen Homeoffice gegenüber das Büro und deswegen muss man sich hier halt eben wohlfühlen. Halt, ne? Und da gibt es halt verschiedene Optionen, irgendwie das ein bisschen zu erreichen und ich glaube, da haben wir versucht, einiges rauszuholen und haben das auch, glaube ich, hinbekommen. So, Thorsten, zum Abschluss des Tages würde ich mal sagen, öffnen wir uns noch zusammen einmal ein bisschen Real-Life-Alu. Ja. Haben wir uns verdient, würde ich sagen, ne? Denke ich auch. So. Dann, Prost. Prost. Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Dankeschön auch, dass ihr das Ganze möglich gemacht habt und wir wirklich einen Tag mal hier im Office euch begleiten konnten. Und deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao.